Bei vielen Städten ist es wirklich so, dass man sagt, aber wir haben das ja gar nicht. Wie sollen wir denn solche Projekte umsetzen? Das ist uns bewusst, das war uns auch bewusst von Anfang an. Und deswegen hat die Firma Monarch begonnen, sich selbst ein Ökosystem, ein Verkehrsökosystem aufzubauen. Das heißt, wir haben 3 verschiedene Partnertypen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich möchte jetzt speziell auf die Vendor- und Solution-Partner eingehen. Vendor-Partner sind also die Partner, die zum Beispiel die verschiedenen Hardware-Komponenten für die Straßeninfrastruktur haben. Sprich also die Traffic Light Controller, also die Steuereinheiten für die Lichtsignalanlagen, Kamerasysteme, Radar, LiDAR, aber auch Schranken und diese Poller, die dann runtergehen, um zum Beispiel den Innenstadtbereich freizumachen oder auch nicht. All diese, das zählt zu potenziellen Vendor-Partnern. Und bei den Solution-Partnern, das ist natürlich dann die Software-Seite, sprich also das sind Navigationsdienstleister, App-Provider und ähnliches. Und hier haben wir bereits ein existierendes Ökosystem aufgebaut, international, also mit Partnern aus den Niederlanden, aus Belgien, aus anderen Ländern und sind zurzeit dabei, das auch in Deutschland aktiv auf- und auszubauen. Das heißt, dass wir, wenn eine Stadt sagt, wir wollen, aber wir wissen nicht wie und mit wem, dann können wir dort die entsprechenden Vorschläge unterbreiten und können sagen, wir können es, wir haben die Traffic Light Controller von Swarco und Unix bereits angebunden. Vielleicht können wir aber auch die anderen dementsprechend dann anbinden, mit denen wir in Gesprächen sind und können das den Städten auch vorschlagen oder können auch Vorschläge für bestimmte Sensorik unterbreiten oder wie auch immer. Haben dann, damit die Daten auch in die Fahrzeuge kommen, natürlich, sprechen wir dort auch mit den Zuständigen oder mit den möglichen Partnern im Bereich Navigation und Apps. Nur ein Beispiel hierzu: In den Niederlanden gibt es zum Beispiel die App Flitsmeister. Das war eine der ersten Software-Systeme, eine der ersten Apps, die an die dortige CITS-Plattform, die wir dort ausgeliefert haben, angebunden worden ist. Und wenn man in den Niederlanden unterwegs ist und die App nutzt, dann bekommt man zum Beispiel unter anderem auch Warnungen vor sich nähernden Einsatzfahrzeugen. Also wirklich super, super interessant. Wenn wir davon sprechen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, dann möchte ich hier ganz kurz nochmal auf 1, 2 Beispiele eingehen. Nur mal als Beispiel jetzt die Fahrradpriorisierung. Es gibt verschiedenste Anwendungsfälle dafür. Man kann, dass man für jedes Fahrrad auf grün schaltet, dass man für Fahrradpools oder Pelotons auf grün schaltet. Dort haben wir bereits schon, das sind Projekte, die wir auch schon realisiert haben. Das heißt, wir arbeiten mit den entsprechenden Sensorherstellern zusammen, die Fahrräder ganz genau erkennen können, auch an Anzahl der Fahrräder, wenn es jetzt wirklich geht, dass nur für einen Peloton oder für eine Gruppe auf grün geschaltet werden soll. Können auch die entsprechenden Geschwindigkeiten, die Fahrtrichtung und so weiter, all das mit entgegennehmen und schicken diese Informationen dann an die entsprechenden Traffic Light Controller, damit dann so, wie es die Städte wollen, wie es der Anwendungsfall definiert, dass dann dementsprechend auf grün geschaltet wird. Da haben wir bereits also unser Ökosystem involviert und wir sind zurzeit daran, auch speziell hier in Deutschland mit Herstellern von E-Bikes zu sprechen, die oft ihre eigenen App-Systeme haben und auch mit ganz spezifischen Fahrrad-Apps, damit auch die dann dementsprechend verknüpft sind, Daten bekommen können und andererseits aber auch wieder Daten in Richtung der Städte dann senden. Oder ein anderes Beispiel, ganz kurz darauf noch, Priorisierung von Einsatzfahrzeugen. Auch hier gibt es 2 verschiedene Ansätze. Es gibt nämlich Städte, die verfügen über einen zentralen Einsatzrechner für Notdienste. Dort ist es so, dass wir uns mit dem Einsatzrechner verbinden, über den Einsatzrechner die genauen Informationen zu den Rettungsfahrzeugen bekommen und diese dann dementsprechend an die Steuereinheit der Lichtsignalanlagen weitergeben, damit dann dort über die entsprechenden Signal Request Messages, also die Anforderungsnachrichten, dann die Lichtsignalanlage auf grün geschaltet wird oder in die Grünphase verlängert wird. Es gibt aber in Deutschland auch viele Städte, die einen solchen zentralen Einsatzrechner nicht haben. Dort ist es dann so, dass halt spezifische Bordgeräte genutzt werden, mit denen wir kommunizieren können. Und auch da sind wir derzeit in Gesprächen, auch mit deutschen Herstellern, bezüglich dieser Onboard-Units, damit wir hier für die Einsatzfahrzeuge das dementsprechend verknüpfen können.